Am 19. Dezember 2014 wurde sie feierlich eröffnet. Die Nordbahntrasse oder der Dr. Werner Jackstedt-Weg. 22 bis 23 Kilometer lang, davon 10 Kilometer durch und über innerstädtische Bereiche entlang des nördlichen Hanges von Wuppertal verläuft sie von Wuppertal-Vohwinkel im Westen über Wuppertal-Wichlinghausen bis zum Anschluss an den Ruhrtal-Radweg in Schee im Osten auf der ehemaligen Rheinischen Bahnstrecke. Etwas versteckt im Industriegebiet der Jählallee in Wuppertal-Vohwinkel erreichen wir die Zufahrt zur Nordbahntrasse, die uns auf gut asphaltierter, aber hier noch schmaler Zubringerstrecke zum Wahrzeichen Wuppertals, der Schwebebahn, bringt. Hier in Vohwinkel hat sie ihre Endstation mit Wagenhallen und Werkstätten. Die Strecke bietet Radfahrern, Fußgängern, Skatern und auch Velonauten eine autofreie, nahezu eben verlaufende Route längs durch Wuppertal. Eine Stadt, die sich ansonsten sowohl wegen ihrer bergigen Topographie als auch wegen ihrer Verkehrsinfrastruktur höchst radfahrerunfreundlich darstellt. Denn abgesehen von der Nordbahntrasse ist Radfahren in Wuppertal immer noch sehr gefährlich. Um über die oft steilen Straßen hinauf zur Trasse zu gelangen, müssen Radfahrer entweder über Elektrounterstützung oder über ordentlich Kraft verfügen. In jedem Fall müssen sie aber gute Nerven haben bei den noch viel zu vielen ignoranten Autofahrern im Tal. Aber einmal unfallfrei angekommen, bieten sich von den 5 großen Viadukten aus, über die die Trasse verläuft, grandiose Aussichten auf das Stadtgebiet Wuppertals. Wenn man nicht gerade wie ich tief unten in einem Velomobil sitzt. Nach und nach werden diese über 100 Jahre alten Viadukte bei uneingeschränkter Nutzung der Trasse von der Stadt saniert. Für den Bau der Trasse haben sich viele hundert Bürger und Firmen Wuppertals finanziell wie auch persönlich engagiert. Allen voran Carsten Gerhardt mit seiner Wuppertal-Bewegung, ohne die es die mittlerweile vielfach preisgekrönte Nordbahntrasse heute nicht geben würde. 3,3 Millionen Euro Spenden kamen zusammen, davon allein 1 Million Euro von der Dr. Werner Jackstedt Stiftung, nach der dann auch die Trasse benannt wurde. Der ehrenamtliche Einsatz und eine unendliche Geduld und Konfliktbereitschaft der Wuppertal-Bewegung und ihrer Unterstützer haben alle Hindernisse überwunden. Salamander- und Fledermauspopulationen, die nach der Stilllegung der Bahnstrecke hier ihre Heimat gefunden hatten, wurden artenschutzgerecht berücksichtigt. Und selbst die skurrilsten Auflagen deutscher Verhinderungsbehörden konnten zu aller Zufriedenheit erfüllt werden, bis letztlich die Wuppertaler ihre Nordbahntrasse befahren durften. Die ehemaligen Bahnhöfe sind teilweise sehr gut erhalten und zahlreiche Restaurationen laden zum Verweilen ein. Hier kann man Fahrräder leihen, Fahrräder reparieren lassen, sich kostenlos Werkzeug ausborgen und Hilfe bei der Fahrradreparatur bekommen. Kulturveranstaltungen werden hier abgehalten im Zirkuszelt. Und das Café Tacheles. Stadtteiltreff, Sozialzentrum,
Kneipe. Entlang der Trasse sind einige Sportanimationen entstanden und zahlreiche Rastzonen bieten sich für aktive wie entspannende Pausen für den Besucher an. Künstlerisch gestaltete, knallbunte Graffitis mit lustigen Motiven heben sich hier oftmals wohltuend von den nichtssagenden Buchstabenschmierereien ab. Unter anderem der Wuppertaler Zoo, aber auch Motive der ehemaligen Bahnstrecke inspirierten die Künstler. Die Strecke führt durch 6 Tunnel von insgesamt 2 Kilometer Länge, die zum Schutz der hier lebenden Fledermäuse nur schwach beleuchtet sind und im Winter zeitweise sogar gesperrt werden müssen, damit die Tiere ihre Ruhe haben. Die Polizei passt auf, dass die Radfahrer hier mit Licht fahren, denn hier ist die Unvernunft und Nachlässigkeit der Radfahrer selbst deren größte Gefahr. Nach Osten hinaus wird es zusehends ruhiger auf der Strecke, wenn wir das Stadtgebiet Wuppertals verlassen und Richtung Schee, Sprockhövel unterwegs sind. Hier lässt sich die Natur genießen. Die Nordbahntrasse ist aus meiner Sicht für die Wuppertaler Bürger die bedeutendste Errungenschaft seit dem Bau der Schwebebahn vor knapp 118 Jahren. Man
Man kann der Wuppertal-Bewegung und ihren Unterstützern nicht genug dafür danken, denn eins ist sicher, unsere Stadtpolitik und Stadtverwaltung hätte diese Unternehmung Nordbahntrasse nicht zustande gebracht. Zur Ehrenrettung unserer Stadtverwaltung sei aber gesagt, dass die Pflege und Betreuung der Trasse, jetzt wo sie einmal da ist, vorbildlich gelingt und die Trasse bei der Stadtverwaltung die hohe Priorität genießt, die sie verdient.